Hallo zusammen und herzlich willkommen bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und wir brauen heute ein Baltic Porter. Ich braue das als Wettbewerbsbier für die Hubicon und ich denke, ich werde da nicht unbedingt darauf setzen, dass ich gewinne, denn ich bin zum einen nicht unbedingt so professionell ausgerüstet wie andere und das macht doch einen kleinen Unterschied. Zum anderen habe ich aber auch große Probleme mit, mich an Regeln zu halten und es geht um einen BJCP-Wettbewerb. Das heißt, das Ganze werde ich wahrscheinlich nicht ganz so streng nach den Regeln befolgen. Eines der Hauptprobleme, die ich damit habe, ist natürlich, dass Baltic Porter kein echter Bierstil ist, sondern das ist so eine Zusammenwürfelung von verschiedenen Bierstilen, die in der baltischen Region existieren. Historisch sind die alle Nachfahren der britischen Double Stout Export Porters. Das heißt, das sind die Double Stouts, das hat eigentlich nichts mit Porter zu tun. Porter als der Stout-Stil oder Brown Beer-Stil, der die geringste Alkoholstärke hat, oder ein Stout Porter als die erste Stärke, Double Stout, Triple Stout, Imperial Stout Porter. Das waren die Bierstile, die es früher wirklich gab. Die wurden als Export-Stouts stärker gehopft, also mit mehr IBU, damit die sich gut hielten. Und dann wurden die auch in den baltischen Raum und nach Russland geschickt, weil dort der Markt eben besonders groß war. Die haben sich mit der Zeit sehr stark verändert und das, was man heutzutage als Baltic Porter nicht Stout ist, ist eigentlich ein Stout. Ich möchte an der Stelle mal festhalten, in Polen insbesondere wurden die halt eben mit den untergärigen Methoden gebraut und haben sich in so eine Art Bier entwickelt, das eigentlich ein Schwarzbierbock ist. Also ein starkes Schwarzbier im Sinne von einer sehr milden Röstung, eventuell, also ich denke viele andere Wettbewerber werden das so machen, dass sie das Röstmalz nicht mit einmischen, sondern spät hinzugeben oder einen Auszug machen. Zum anderen, ja, es ist wohl sehr viel weniger bitter und sehr viel weniger schwarz als früher. Also wenn man sich die BJCP-Daten anguckt, maximal 40 IBU, maximal 60 EBC. Da ist noch eine der Sachen, dass es heutzutage ja so viele verschiedene Farbrechner gibt und fast keiner von denen wirklich korrekt ist. Die benutzen fast alle die Formel der 90er und viel aktuellere Formeln sind mittlerweile erhältlich. Die deutsche Website Maischemalz und mehr benutzt den aktuellsten Rechner für Farbwerte. Nutzt immer den, wenn ihr Stouts berechnen wollt. So Apps wie Brewfather zum Beispiel oder auch Beersmith, Brewer's Friend, die berechnen immer ungefähr die Hälfte der EBC, sobald man in den schwarzen Bereich kommt. Absolut unbrauchbar. Dann gehen wir mal zu meinem Rezept. Also ich habe ja schon angedeutet, ich werde mich da so ein bisschen versuchen, um die Regeln rumzubiegen. Ich mache das Ganze anders, als Leute wahrscheinlich erwarten, aber ich denke, es wird geschmacklich ganz gut hinhauen und vielleicht ist es ja dann so eine Überraschung. Wir benutzen als Basismalz Pale Malt. Die Tüte habe ich gerade nicht hier. Ich habe das vorhin fotografiert, was ich als Malze habe, kann ich euch also zeigen. Pale Malt ist halt dann der Rest in Prozent, weiß ich jetzt nicht auswendig, wie viel das sind. Ich blende euch das alles hier ein, wo es schön weißen Hintergrund hat. Und dann kommen wir zu den Spezialmalzen. Ich habe mich an einem alten britischen, ich glaube es war ein Single Stout, aber es war auf jeden Fall ein Stout der Art, so um 1890, wo die anfingen, verschiedene zusätzliche Zutaten zu erlauben. 1880 war ja der Free Mash Tun Act, der sagte, dass alles in den Mash Tun, was ist das auf Deutsch, in den Maischebehälter kann. Ich kann die ganzen deutschen Wörter nicht. Das alles in den Maischebehälter kann, was nicht gesundheitsschädigend ist, also auch Zucker, also auch alle Rohfrüchte und so weiter. Wir haben als Spezialmalze das Amber Malt 10%, wir haben, das hat bei mir 60 EBC und ist von Warminster. Wir haben Brown Malt, da hatte ich eins von früher, das ist also schon was älter und geschrotet bei mir gelegen, riecht aber noch genauso wie damals, nämlich nach getrockneter Brotrinde. Und ist eigentlich nicht so schlecht, ist eher so angebrannte Brotrinde, ein bisschen schärfer. Ich fand es immer so ein bisschen aggressiver, keine Ahnung welcher Malzer, weil damals auf der Tüte nur der Händler drauf stand. Ich habe mich aber dann für das Brown Malt von Crisp entschieden, was ich mal bekommen habe, 135 EBC. Und davon auch 10% und ich denke, das wird da so einen richtig schönen Charakter reinbringen. Manche Brown Malts sind halt ein bisschen schärfer, das wäre sehr schlecht in diesem Bierstil, manche sind gut. Ich kenne das jetzt nicht genau, aber es riecht nach gerösteten Walnüssen und das fand ich so richtig interessant und dachte mir, da muss ich das auf jeden Fall nehmen. Ist außerdem nicht geschrotet, also definitiv in einem besseren Zustand. Ich wollte unbedingt noch etwas Black Malt reintun. Tatsächlich ist es echt schwierig, etwas mit nur 60 EBC zu brauen und dann noch ein bisschen Black Malt reinzutun. 1% gehen da jetzt rein. Bei mir komme ich auf 3,5 Kilo an Material, die ich brauche, wenn ich die 17 Grad Plato, das ist so das, an das ich mich halten möchte, 1070 Specific Gravity. Wenn ich die erreichen möchte, brauche ich 3,5 Kilo für das, was ich jetzt brauen möchte. Das ist nämlich 12 Liter, ein bisschen mehr als sonst. Größere Menge, das ist eine Menge, die ich immer noch gut hier mit diesem einfachen, das ist so ein einfaches Kochgerät, ne, damit bearbeiten kann. Da werde ich das drin maischen, läutern und dann auch kochen. Das funktioniert ganz gut. Ich könnte die auch getrennt in 2 verschiedenen Töpfen kochen, aber dann bin ich mal versucht plötzlich, ja, das ist ja fast Partygeil, da könnte ich was mitmachen. Wollen wir lieber mal auslassen jetzt. Ihr werdet feststellen, dass die Prozentzahlen bisher noch nicht 100% ergeben und der Grund dafür ist, dass ich natürlich, wie das damals üblich war, auch Invertzucker Nummer 3
und etwas Invertzucker Nummer 4 nehme. Invertzucker Nummer 3 10%, Invertzucker Nummer 4 5%. Ich wollte erst noch mehr nehmen, weil es gibt auch Rezepte, die benutzen von beiden 10 und sowas, aber der schmeckt so leicht aschig und das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu viel. Der Invertzucker Nummer 3, gebrannte Mandeln, süß, nussig, wirklich sehr faszinierendes Aroma, natürlich sehr karamellig auch, total lecker. Achso, falls ihr nicht wisst, wie man die braut, ne? Habt ihr alles schon mal gemacht, ist schon wieder was her, könnt ihr auf den Infobalken klicken, der hier oben eingeblendet wird und dann seht ihr das. Ist auch nicht so schwer. Ich muss die bei Gelegenheit nochmal nachmachen. Das hier hat jetzt bei mir 90 EBC, ist nicht dunkel genug geworden im Vergleich zu dem, was ich damals wollte. Und ich weiß auch nicht genau, wie sich das auf die Stammwürze auswirken wird. Ich habe das jetzt einfach mal in Prozentzahlen, wie das Malz benutzt. Es hat aber wahrscheinlich mehr Zuckergehalt als meine Ausbeute. Meine Ausbeute wird um die 65 bis 70% sein. Das hier hat ungefähr 80-90% Zucker. Es ist immer ein bisschen Wasser enthalten. Der zieht Wasser aus der Luft und auch das Wasser war nicht ganz verkocht. Der hier schmeckt nach intensiven, dunklen Früchten. So Rot-Johannisbeere, ein bisschen Schwarz-Johannisbeere, Brombeere, Himbeere, solche Sachen da drin. Nicht so sehr Pflaume, finde ich, wie manche Leute sagen. Wenn ihr mal Leffe Brün probiert habt, das habe ich vor kurzem hier in der Gegend vom Fass getrunken, das schmeckt exakt nach diesem Invertzuckersirup. Davon jetzt nur 5%, weil ich es nicht übertreiben will, mit dem leicht angebrannten Geschmack, den der hat. Den hatte das Leffe Brün auch. Also ich denke, das ist alles in Ordnung. Ja, dann haben wir eine Schüttung zusammen, die wird also ein bisschen mehr sein als 3,5 Kilo in nur Malzäquivalent, weil eben die Zucker ein bisschen mehr enthalten. Das passt alles. Ich werde das nachher dann verdünnen, dass es funktioniert. Vielleicht sind es dann mehr als 12 Liter, vielleicht sind es 13 Liter. Kein Problem. So, wie machen wir das? Ich habe hier mein Setup so wie immer. Ich benutze normalerweise für meine kleinen Mengen immer 4 Liter Hauptguss, 3 Liter Nachguss. Jetzt ist es das Dreifache. 12 Liter Hauptguss, 9 Liter Nachguss. Ich habe das aufbereitet mit Gips, wenig Gips, viel Chlorid. Und dann habe ich vor, weil ich den Chloridwert noch ordentlich boosten würde, aber das Calcium schon ein bisschen höher ist und so, dass ich hier das Kaliumchlorid, was ich mal gekauft habe, für einen Nachbrauch vom Fuller's Imperial Stout, übrigens auch eigentlich so eine Art Baltic Porter, wenn man es ganz frei interpretiert, aber auch völlig anders von der Art und Weise, wie es gemacht wird. Kaliumchlorid kann man in Bier verwenden, wenn der Natriumgehalt hoch ist. Meiner ist so bei 50, das ist schon ziemlich hoch. Wenn ihr mal den Chloridgehalt boosten will, ohne dass noch Calcium hinzukommt, Calcium bin ich jetzt nur bei 170, aber das ist auch schon relativ hoch. Man soll ja nicht über 200 gehen. Chlorid ist 190 mit den normalen Wasseranpassungen, also Calciumchlorid und Calciumsulfat. Und mit dem will ich dann an die 300 kommen. Die Sache ist aber, dass hohe Chloridgehalte den Edelstahl schädigen können. Und deswegen mache ich das, nachdem das ganze Kochen fertig ist, im Gärbehälter. Gut, was mache ich noch? Achso, hätte ich fast vergessen einzumeischen, das ist immer so ein bisschen schwierig. Reisspelzen habe ich reingetan, damit das Ganze nicht zu schwierig zu läutern wird. Und ja, eingemeischt habe ich schon, das läuft bisher ganz gut. Ist jetzt auch fertig, kann jetzt mit Läutern anfangen. Das Ganze war 1 Stunde bei 67 Grad. Das ist das, was am trockensten ist von dem Ergebnis. Eine Tatsache, die sich vor allem im englischsprachigen Raum unglaublich schwer tut, sich durchzusetzen, dass 67 Grad eine Spezialrast ist, die das Ganze nochmal trockener macht. In Deutschland gibt es die Narziss-Rast von Herrn Professor Narziss, kürzlich verstorben, der halt bei den Stufenrast 63 Grad und 72 Grad noch die 67 Grad eingefügt hat, weil es eben noch etwas bewirkt. Weil beide Amylasen gleichzeitig aktiv sind, zersetzen die mehr Stärke, als wenn sie einzeln aktiv sind. Eine Sache habe ich noch vergessen, und zwar mein Basismalz. Ist nicht nur Pale Ale Malz, sondern das eine ist britisches Pale Ale Malz von Warminster und ich habe ein bisschen Chevalier reingetan, nämlich 800 Gramm, die ich über hatte. Und das ist das erste Mal, dass ich richtiges Chevalier Malz benutze, also das von Crisp und nicht das in Deutschland angebaute, was so ein bisschen merkwürdig vermelzt war und schlecht gelöst war. Es riecht tatsächlich beim Schroten so ein bisschen fruchtig. Also der Hersteller gibt hier Orangenmarmelade an. Das kann ich mir jetzt nicht genauso vorstellen, aber es ist auf jeden Fall unerwartet bei einem Malz und sehr schön. Bin mal gespannt, ob da sich was von zeigt. Wichtig ist, Chevalier Malz hat einen höheren Eiweißgehalt. Das heißt, es gibt 2 Effekte. Schaumstabilität wird besser und man hat weniger IBU. Das ist aber auch ganz gut, weil meine Zuckerheit hat ja 0 Eiweiß. Das heißt, von denen kriege ich sozusagen mehr IBU. Also am besten berechnet man IBUs immer, ohne dass man den Zucker drin hat in der Tabelle. Das heißt, die Stammwürze berechnet man auch ohne Zucker. Am besten nach dem Läutern messen und Verdunstungsrate ausrechnen. Davon abgesehen. Die werden aber auch wieder den Eiweißgehalt ein bisschen senken. Also das Chevalier wird ein bisschen dafür sorgen, dass die Zucker nicht zu viel negative Eigenschaften haben. Diese Zucker erhöhen aber auch das Mundgefühl, weil durch das starke Karamellisieren da Stoffe entstehen, die sehr angenehm sind. Das heißt, das Bier wird dadurch nicht sehr dünn wirken. Es wird aber wahrscheinlich relativ trocken. Und das ist auch so eine Sache, die ich vorhabe. Gut, das ist das Maischen. Was mache ich danach? Hopfen kochen. Ich würde mich echt gerne an was Historisches halten. Mit 40 IBU ist das aber sau schwierig, denn auch was
was nicht für den Export war, war damals schon mindestens 60. Genau. Dann haben wir Hopfen kochen, dann sind wir als nächstes bei der Hefe. Ich nehme die Wyeast 1469. Das ist zum einen meine Lieblingshefe, zum anderen habe ich die schon mal sehr kalt vergoren, damals noch ohne zu messen, einfach in einen sehr kalten Keller gestellt mitten im Winter. Und das funktioniert sehr gut. Meiner Meinung nach verstärkt die so das Malzgefühl irgendwie. So richtig lecker war das damals. Ich konnte das nicht in Worte fassen. Und das versuche ich dementsprechend auch. Momentan ist das Wetter nicht so richtig kalt. Wir haben draußen 11 Grad Celsius. Hier drin in dem Keller, der ja nur so ein halbes Geschoss unter der Erde ist, sind das dann tatsächlich minimal 16 Grad, die ich kriege. Also das ist so das, was ich in den letzten Tagen gemessen habe an der kältesten Stelle. Und dementsprechend werde ich bei 16 Grad vergären. Ich werde mit relativ wenig Hefe anstellen, weil das einfach im Englischen üblich ist. Das heißt, es wird sich nicht so viel Hitze entwickeln. Das heißt, auch wenn ich jetzt eine größere Menge Bier habe, werde ich jetzt nicht 5, 6 Grad über der Umgebungstemperatur sein, sondern ich nehme an, innen drin wird es dann maximal so 18 Grad werden. Das ist natürlich nicht ultra kalt, aber es ist immerhin ein bisschen neutraler, als ich das sonst mache. Und was ich immer ganz interessant finde, in der WLCP-Beschreibung steht sehr viel zum Thema fruchtige Aromen, weil es halt so weinig und durch die Stärke des Bieres halt sehr, sehr weinartig alkoholisch sein soll. Gleichzeitig steht aber drin, man soll Ester aus der Hefe vermeiden und ich kenne niemanden, der das unterscheiden kann. Deswegen ist es ziemlich lächerlich, meiner Meinung nach. Okay. Vielleicht mache ich noch ein Video, wenn ich anstelle, wenn ich so ein bisschen erzählen will, was passiert ist. Vielleicht läuft es aber einfach so durch. Ich komme dann jetzt gleich einfach mit den ganzen Clips, die euch zeigen, wie der Brautag so verlaufen ist, angefangen mit der Maische. Und dann sehen wir uns bei der Verkostung wieder. Das Video hier veröffentliche ich auf jeden Fall erst, wenn die Verkostung noch nahe rückt. Und das mache ich wahrscheinlich alles irgendwie so im März während der Habicon. Vielleicht kann ich ja dann im Verkostungsvideo auch reinschreiben, wie viel Teig ich geworden bin. Ne? Vielleicht 10 von 10, wenn ich Pech habe, oder 20 von 20. Mal gucken. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht. Also, bis dann, macht's gut. Wir sehen uns. Tschüss.